Nach dem letzten Video zu den Möglichkeiten als Expat oder einfach hier als Mensch zu leben, im Ausland sein Geld zu verdienen, soll es heute um Rentner gehen. Auch das war eine Frage, die gestellt wurde. Und damit es etwas strukturierter ist, habe ich mir ein paar Notizen gemacht, denn sonst ist es einfach nur Vogelwild. Also fangen wir an. Das Erste, was auffällt, sind die sehr freundlichen und den Deutschen zugewandten Menschen hier. Es gibt kein Unbehagen auf den Straßen, wenn ich mit meiner 81-jährigen Mutter in der Karlsruher Südstadt spreche. Die geht mittlerweile nur noch in der Früh einkaufen, wenn es Menschenansammlungen gibt, vorwiegend also in Männergruppen, sagt sie dann immer, mit ihrem Rollwagen, wo sie ihr Essen drin eingekauft hat, dann wechselt sie die Straßenseite. Ich sage das, weil es ihre Befindlichkeit ist und sie mir bei fast jedem Telefonat von von neuen Begebenheiten berichtet. Das gibt es hier nicht. Das positive Lebensgefühl, das man sieht, das man spürt, das man auch einfach miterlebt, das empfinde ich persönlich als sehr wohltuend. Spannungen und Negativität, mit denen man so oft im Alltag in Deutschland konfrontiert war, die weichen, und das macht einen natürlich irgendwo dann auch ein Stück gesünder. Der zweite Punkt ist die Sprache. Das ist natürlich ein Thema. Ohne Kommunikation funktioniert das einfach nicht, sonst ist man isoliert. Also Grundkenntnisse der französischen Sprache sollten vorhanden sein. Viele sprechen auch Englisch und Deutsch, allerdings dann eher so in den gebildeten Kreisen. Es gibt auch kleine Grüppchen mit deutschen Auswanderern oder Expats, die sich hier ab und zu mal treffen. Auch da wurden wir über irgendjemanden eingeladen, fahren wir heute Abend mal nach Bukakano und treffen uns da mit einer Gruppe. Aber ganz klar ist, es gibt hier keine deutsche Gemeinde, Subkultur, was weiß ich, mit Adiletten und Milita-Kaffee wie auf den Balearen, wo du zum Metzger gehst und sagst, ich möchte meinen Griebenschmalz mit Apfel und Zwiebel. Das funktioniert hier nicht. Das muss man auch wissen. Also wer sagt, ich möchte eigentlich, dass alles so ist, wie es ist, aber nur den Ort wechseln, der dann vielleicht halt schöner ist und wo ich keinen Winterblues bekomme, aber in einer deutschen Gemeinde zu sein, das geht hier nicht. Die Infrastruktur, ärztliche Versorgung, die sind gut, also ganz subjektiv gesehen. Von mir funktioniert es auch mit dem fachärztlichen Austausch, etwa mit Ärzten in Deutschland, die Krankenakten. Das ist hier alles europäischer Standard. Im Hinblick auf Kliniken gibt es hier auch alles mit allen Abteilungen, die man braucht. Und wie auch in Deutschland oder überall sonst, manche Abteilungen haben einen guten Ruf, manche haben einen schlechten. Aber wir kennen hier mittlerweile auch einige Senioren, ob das dann die Hüft-OP ist, ob das irgendwie was mit dem Herz ist, Stents oder auch eine Behandlung wegen Depressionen, also so im mentalen Bereich, die machen alles hier. Also die fliegen dann auch nicht in die Metropole, sondern die machen das hier inklusive der Reha. Physiotherapeuten, Osteopathen und solches gibt es viele überall. Facharzttermine haben gegebenenfalls einen längeren Vorlauf. Wir hatten zum Beispiel den Ersttermin mit der Kieferorthopädin für unsere Tochter. Da hatten wir einen Vorlauf von 10 Wochen. Allerdings hat sich das in Deutschland auch geändert, und wenn man liest, dass es gar keine Arzttermine gibt, also so schlimm ist es hier dann nicht. Krankenschwestern, die arbeiten hier viel in der Pflege auch, die organisieren sich hier in Praxen. Die haben, soweit mir bekannt, auch eine längere Ausbildung. Ich glaube, das ist sogar ein Studium. Die dürfen mehr auch an Behandlungen machen. Also insofern, wenn man irgendwo einen Pflegebedarf hat, denke ich, dass es am Ende des Tages vielleicht einfacher ist, weil man dort auch viele Leistungen aus einer Hand bekommt.
Apotheken, auch für die älteren Herrschaften immer ein Thema, gibt es an jeder Ecke. Wenn man hier dann im Sozialsystem ist, hat man natürlich die gleichen Ansprüche wie alle anderen auch. Was dann wie unter welchen Voraussetzungen übernommen wird, das kann ich im Einzelnen noch nicht beantworten. Das müsste man rausrecherchieren. Unserer Erfahrung nach jetzt mit unseren Dingen, die wir als Erwachsene, ob Zahn, ob einen normalen Arzt oder meine Frau mit dem Frauenarzt, die Kinder mit ihrem Kinderarzt, mit Zahnarzt, diese Dinge, da ist es eigentlich ähnlich wie in Deutschland. Es wird übernommen, in Teilen auch höher und dann holt man sich noch eine Zusatzversicherung, dann funktioniert es auch. Die sind nicht teuer. Ich glaube, wir haben eine Abdeckung von 95% in den meisten Bereichen für das, was uns betrifft oder was an uns hängen bleibt. Und das kostet für 4 Personen, ich glaube, um die 180 Euro im Monat. Mieten. Nächstes Thema. Die Mieten sind vergleichbar mit Deutschland in den Städten, aber kleine Wohnungen bekommt man die auch in besseren Lagen, sage ich mal halt für 600, 700 Euro. Wer ein Häuschen oder eine Wohnung kaufen will, da kommt es natürlich dann auch wieder auf die Ansprüche an und Lage. Ist auch hier dann das Thema. Da ist man dann aber mit so kleinen Dingern dann auch schon, denke ich mal, so ab 150.000 Euro dabei. Muss man dann aber natürlich auch schauen. Wir haben übers Jahr hier ziemlich gleichbleibende Tages- und Nachtzeit, weil wir hier in Äquatornähe sind. Also Nebel, Dunkelheit, Feuchtigkeit, die so in die Knochen kriecht, gerade bei den Älteren dann auch. Das gibt es hier nicht. Auch hier denke ich da dann wieder an meine Mutter, die wie ganz normal zur Jahreszeit in der Rheinebene nicht happy ist, wenn es dann halt wieder 4 Wochen dunkel ist und neblig und keine Sonne. Und aber auch auf der anderen Seite im Sommer dann Schlafstörungen bekommt, weil sie sagt, es wird ja überhaupt nicht mehr dunkel. Alles das gibt es hier nicht. Wir haben zwischen Sommer und Winter vielleicht 1,5 Stunden Unterschied. Insofern gleicht sich der Metabolismus, gleicht sich das Leben dann natürlich dann auch auf diese Tages- und Nachtzeiten an. Aber man darf nicht vergessen, es ist hier im Sommer, also im Winter in Deutschland, zumindest in den flacheren Regionen am Meer teilweise sehr heiß. Also 40 Grad und mehr werden da erreicht, was auch nicht jeder verträgt. Ebenso ist die UV-Belastung teilweise extrem hoch, also Hut ist angesagt. Wenn ich da an meinen Vater zurückdenke, der hatte in seinen alten Tagen durch die Sonne immer wieder so auf dem Kopf da solche komischen Teile, irgendwie sowas wie weiße Hautkrebs, das wurde dann immer weggemacht. Ich habe hier auch schon so ein paar Flecken, also das ist bei uns in der Familie. Man schützt sich mit Hut, man nimmt seine Sonnencreme und man passt sich natürlich auch an den Tagesablauf an. Das heißt, in der Mittagszeit zwischen 12 und 3 ist hier Siesta und dann ist aber dann auch das Größte, das Schlimmste, sage ich dann mal, mit der UV-Belastung dann auch schon dabei. Dann ist es auch schon vorbei, meine ich. Man kann natürlich auch der Hitze ausweichen, man kann dann an den Hängen in der Höhe, wir sind hier auf 700 Meter in den Bergen oder auf der Hochebene wohnen zum Beispiel Plain de Palmiste. Da ist es dann etwas kälter. Aber da ist es dann auch ganz klar, du musst mobil sein, also Auto und Scooter. Wenn du zu Fuß unterwegs bist oder mit dem Rollator, dann wird es echt schwierig. Grundsätzlich hat man ab November etwas Regenzeit mit Gewittern, so 2-3 Stunden am Tag. Letztes Jahr ist es komplett ausgefallen und deshalb freuen sich auch alle hier, wenn es jetzt mal regnet. Und dann gibt es diese Tropensturmsaison, da sind wir jetzt gerade drin. Einmal hatten wir jetzt einen, ich verlinke das Video. Und alle paar Jahre gibt es auch einen Zyklon. Im letzten Jahr, das war der stärkste seit vielen, vielen Jahren, da hat alles gewackelt, aber es passiert im Grunde genommen nichts. Die Häuser hier sind massiv, bei uns oben haben die wohl angeblich, sagte der Nachbar, aber dass die Windgeschwindigkeiten bis 220 Kilometer irgendwie sogar geprüft sicher sein müssen.
Aber selbst bei diesen Zyklonen passiert hier eigentlich sehr wenig. Also Bilder wie jetzt aus Mayotte oder mit diesen Hurricanes in der Karibik oder in den USA, das gibt's hier nicht. Und gegen die Hitze kannst du natürlich auch Klimaanlagen haben, aber auch das mag nicht jeder. Was man zum Land selber dann noch sagen kann, ist, je nachdem wie fit man ist, kannst du natürlich sehr, sehr viele Unternehmungen machen, schwimmen, wandern. Wir haben hier Leute kennengelernt, auch gerade die dann aus Deutschland in Urlaub kommen. Das sind oftmals die Senioren und das sind Leute, die sind in den End-70ern, in den 80ern, die machen hier trotzdem noch ihre Wanderungen und freuen sich. Lebenshaltungskosten ist ein Thema. Die Lebenshaltungskosten sind in Teilen höher als in Deutschland. Dinge wie Sonnencreme, manche Lebensmittel, die halt explizit dann auch eingeflogen werden, sind teurer. Allerdings ist die Lebensmittelqualität, jetzt wenn ich an Früchte und sowas denke, beim Obst natürlich deutlich höher, weil diese sogenannten exotischen Früchte, die wachsen hier halt einfach. Gleichzeitig hast du natürlich hier viel weniger Kosten für Klamotten. Für Heizung gibt es gar nicht, du brauchst keine Winterklamotten, all diese Dinge sind nicht hier angesagt und insofern, wenn man es dann unterm Strich zusammensetzt, ist es wahrscheinlich auch nicht mehr oder nicht teurer als in Deutschland. Was vielleicht der größte Nachteil ist, ist die Entfernung, also die An- und Abreise ist aufwendig. Direktflüge gibt es von hier nach Paris und dann weiter von Paris aus mit dem Flugzeug oder mit dem Zug. Oder es gibt auch Flüge nach Mauritius und von da kann man dann weiterfliegen, auch mit günstigeren Airlines nach Deutschland. München, Frankfurt, das ist ebenfalls möglich. Die Silvia, die macht jetzt zum Beispiel im April außerhalb der Saison, also hier außerhalb der Saison für hier, aber es ist Osterzeit in Deutschland. Ein Yoga-Retreat mit ein paar netten Yogis, die sie noch hat aus der Zeit, als wir in Deutschland waren. Hat jetzt dann für die Flüge und dann die fährt dann von Paris aus mit dem Schnellzug weiter. Ich glaube so 750 Euro bezahlt, also oder für Hin- und Rückzus, aber in der Hochsaison ist es dann teuer. Als wir letztes Jahr hier mit 4 Personen hergekommen sind, Anfang August, Schulferien hier, Schulferien in Frankreich, mit der Air France und halt natürlich noch ein paar Koffern mit dabei und die beiden Katzen hatten wir über 5.000 Euro ohne Rückflugticket und in der Holzklasse. Allerdings stellen wir auch fest, dass Freunde, Familie, soweit sie sich das einteilen können, doch eher hierher. Wir haben einen Verwandten, ich sage jetzt nicht wer, der kam nicht einmal in 10 Jahren in Hohenstadt vorbei und ich glaube, wir waren 11 Tage hier. Dann stand er mit seiner Freundin schon auf der Matte. War natürlich eine coole Sache. Wir kennen aber auch ältere Menschen, die hier wegziehen, weil ihre Kinder aufs Festland gezogen sind und damit dann der Kontakt zu den Enkeln etwas schwieriger wird und manche sagen dann, sie wollen einfach in der Nähe ihrer Familie sein und deshalb gehen sie dann in die Metropole. Teilweise sind es Leute, die aus der Metropole hierher gezogen sind, viele aus den Küstenregionen, die dann hier ihr Leben verbracht haben, auch ihre Kinder großgezogen haben. Die Kinder gehen weg, dann gehen sie auch wieder zurück. Ich habe bisher, ich glaube, noch keine, sage ich mal, also Reunesen, die hier geboren und aufgewachsen sind, wo dann die Kinder weg sind, die dann als im Alter dann auch weggehen. Das ist ja auch so ein Indiz dafür, dass man hier eigentlich alles haben kann und es hängt eben dann an anderen Dingen wie Familie, ob man sowas machen will oder nicht. Also insgesamt, man kann es sich hier richtig schön machen und wenn man auch die Nachteile vorher durchdenkt, sich das klar macht
und dann dem auch eine entsprechende Wichtigkeit zubilligt, einräumt, dann kann man sich für sich halt hier die Entscheidung treffen. Ich meine, es ist so, dass viele ältere Leute ja auch groß gar keine Kontakte außenrum mehr haben. Sei es, dass sie keine Kinder, Enkel haben oder dass es da Brüche in der Familie gab, mit den Freundschaften, im Umfeld, wie auch immer. Ich empfehle ganz einfach, komm hierher, buch dir einen Urlaub, 4, 5 Wochen, vielleicht so im Frühjahr, wenn es kühler ist, wenn wir Winter haben, ab Mai, Juni, oder du gehst so auch auf den Oktober, den November, einfach wie du Zeit hast, kommst hierher, 4, 5 Wochen, 3, 4 Ferienwohnungen oder Ferienzimmer an verschiedenen Orten zu mieten im Rahmen so einer Schnuppertour. Und da wird einem dann auch klar, ob diese Insel etwas für einen ist. Ganz persönlich für mich, ich gehe jetzt auf die 60 zu. Ich habe natürlich noch kleinere Kinder mit 10 und 14. Aber bei mir war der Gedanke schon auch der, wie soll es weitergehen, wenn du nicht arbeitest? Möchtest du dann weiterhin in der Mühle bleiben, auch mit den ganzen Belastungen, die man hat, wenn man mit einem großen Grundstück und mit Häusern, was weiß ich, all diese Dinge, oder auch vielleicht Zuverdienstmöglichkeiten, die man suchen muss, um sich den Lebensstandard zu halten, den man hat. Das war für mich auch mit ein Grund, dann zu sagen, okay, wir packen's. Insofern hoffe ich, dass das hilfreich ist. Gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu noch wissen wollt. Freue mich natürlich über Abos und Likes, weil das hilft dem Algorithmus. Und somit zunächst erstmal allseits einen schönen Tag. Ade.